Vom 13. bis zum 16. September 2024 fand der zweite geschlossene Beta-Test zu dem kommenden Spiel Synduality Echo of Ada, auch genannt Closed Network Test, statt. Und dieser ist auch schon sehr lange her. Ja, dieses Video kommt auch sehr verdammt spät. Ich hatte wieder alle 3 Tage vollständig ausgenutzt, viel Episches gesehen und erlebt, auch einige Änderungen festgestellt, die ich sehr begrüßt habe, und diese möchte ich euch hier genauer vorstellen. Da ich bereits im letzten Video die Story sowie die Steuerung angesprochen hatte, werde ich diese Dinge hier nicht nochmal ansprechen. Also, falls ihr wissen wollt, worum es in dem Spiel Synduality geht und was man mit dem Coffin so alles machen kann, der sollte sich mein letztes Video dazu anschauen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wie schon bei der letzten Beta gab es wieder ein Tutorial und 2 Sachen sind mir dabei besonders aufgefallen, die geändert wurden. Zum einen gibt es an manchen Stellen sowas wie Barrieren, die auch erst dann wieder verschwinden, wenn ihr die entsprechende Aufgabe bzw. Steuerung gemeistert habt. Doch was mich besonders überrascht hat, war die Änderung für den Einsatz des Mega-Skills. Denn bei der letzten Beta konntest du diesen mit einem Knopf direkt aktivieren und jetzt musst du dabei das Megas-Menü aufrufen, um diesen Skill einsetzen zu können. Danach kann man sich seinen eigenen Megas erstellen und es sind auch 2 neue Megas-Varianten verfügbar. Aber ich bleibe treu zu Ada und habe mir wieder die erste Variante genommen. Und jetzt ratet mal, wie oft welche Megas-Variante ausgewählt wurde. Nun, das hier ist die Statistik von Tag 2 und das Ergebnis sollte wohl niemanden verwundern. Mein Megas habe ich Hanabi genannt und war ein Wetter-Megas, was aber ein Fehler vom Spiel war, weil ich eigentlich eingestellt hatte, dass ich einen Kampf-Megas gegen Ender haben wollte. Doch ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Riesenproblem war, denn so konnte ich neue Erfahrungen sammeln und auch gegen Gegner bestehen, wo ich bei der letzten Beta am liebsten immer auf den Megaskill zurückgegriffen hätte. Aber was kann der Wetter-Megas so? Wie der Name schon sagt, kann dieser euch sagen, wann es anfängt zu regnen und auch wie stark dies ausfallen wird. Für die Spieler, die eher farmen wollen als zu kämpfen, ist das eine sehr nützliche Sache. Die Spezialfähigkeit von diesem Megas-Typ ist der Regenschild, welcher euch vor dem Regen schützt. Mehr aber auch nicht. Auch wenn der Schild echt nice aussieht und man kann damit zum Beispiel im Schneegebiet die Kanten etwas bisschen sichtbarer machen, wo man eigentlich gar nichts mehr sieht. Sieht auf jeden Fall schon sehr beeindruckend und gefährlich aus, by the way. So hat dieser auch einige Nachteile. Zum einen kann es die Sicht etwas verschlechtern, abhängig von der Helligkeit der Umgebung, dem Wetter und auch wie gut sich die Gegner durch die Umgebung tarnen können. Gerade beim Dschungel mit den grünen Geysern kann das sehr eklig werden. Der zweite Nachteil davon ist, dass nicht nur ihr den Schild sehen könnt, die anderen können euren Schild ebenso sehen, womit man gerade für Spieler, die gezielt die Jagd auf Coffins machen, sehr einfache Beute ist. Also passt auf, wenn ihr den Schild nutzen wollt. In den ersten 2 Tagen spielte man die aus der letzten Demo bekannten Maps, die Nord- und die Südzone. Und auch wenn die Maps grundlegend genauso waren wie in der letzten Demo, wurden einige Dinge auch verändert. Zum einen wurden beispielsweise die Position einiger AO-Kristalle komplett verändert, weshalb man zum Beispiel auf dem See in der Mitte nicht mehr den großen AO-Kristall finden konnte. Doch was besonders auffiel, waren Bereiche und Höhen, die es zuvor nicht gab. Ich habe einige mal erkundet, die auch richtig nice waren und bin auch schon in Gebiete vorgedrungen, die ich nicht hätte betreten dürfen und durfte fast dafür bezahlen, weil ich nämlich einmal in einer Ecke feststeckte. Das war jedenfalls nicht angenehm. Aber auch konnte ich in der Südzone einige Bereiche anschauen, wofür ich auch letztes Mal kaum Zeit hatte, weil ich damals so damit beschäftigt war, meinen Stuff zu sichern. Reden wir mal nicht darüber. Der eine große AO-Kristall ist nicht mehr bei der Werft, aber diesen kann man an der Küste am südwestlichen Teil der Map finden. Ich rate euch aber vom Wasser fern zu bleiben, weil ansonsten passiert das. Auch die Lava-Abschnitte im Kraftwerksbereich sind echt episch, jedoch aber auch tödlich, wie ich mit eigenen Augen feststellen durfte. Also der Bandit hat das vorgemacht, was passiert, wenn man da reingeht. Dazu kommt auch das verschneite Gebirge, was ich mir dieses Mal im Detail anschauen konnte, wobei je höher man ist, desto weniger konnte man sehen, was besonders die Kämpfe mit den Banditen umso herausfordernder macht, aber dadurch verliert man auch sehr schnell die Orientierung. Falls wer von euch schon mal den Hang runtergesprungen ist, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was danach passiert. Ich weiß es nämlich nicht. Doch das Highlight war der mittlere Teil der Map, als dann alles zu Ost-Elmeche verbunden war. Einige echt coole Highlights waren zum Beispiel die Höhen und der Küstenbereich im Westen, wo man auch später bei der Wasseraufbereitungsanlage gegen die Banditen kämpfen konnte. Und das Besondere an dieser Anlage ist, man kommt ohne Sicherheitskarte da rein und kann über den nördlichen Teil der Anlage direkt wieder fliehen, was schon praktisch ist. Und gerade die Details mit den Schienen und dem großen Fluss, der daneben angrenzt, machte die Gegend echt sehenswert. Wobei das Beste war, finde ich, das Gebäude in der Mitte der Map, der Atomreaktor, weil der Strahl schadet euch nicht und
und auch generell, wenn ihr dort seid. Aber es ist ein echt cooler Ort gewesen, den ich wirklich mal empfehle, dass man sich den mal anschaut. Ihr müsst diesen nur von den Parasiten befreien, die dort noch rumlungern. Und auch die Festung darunter ist echt interessant mit den mehreren Ebenen und den Möglichkeiten, über die Ranken wieder hochzukommen. Erinnert ihr euch noch daran, dass ich mal versucht habe, in das Innere des Landwirtschaftsbereichs zu kommen und dann abgeschossen wurde? Ich habe es jetzt geschafft, doch hineinzukommen, ohne Sicherheitskarte, auch weil ich kaum welche bekommen habe. Der Trick dabei war, dass die Banditen von innen die Tür jederzeit aufmachen können, um rauszukommen. Dafür musste ich nur alle außerhalb der Anlage ausschalten und wenn das geklappt hat, musste man nur schnell reinkommen und dann kann man sich das Ding von innen heraus anschauen. Ich zeige euch jetzt mal, wie es da drin aussieht. Echt cool, oder? Ich wollte das auch bei der Radaranlage versuchen, aber da waren die Banditen echt dumm wie Stroh. Apropos Banditen. Im Vergleich zur ersten Beta wurden diese ordentlich gedebufft. Und jetzt kann man diese auch wirklich besiegen, ohne fast seine ganze Healthbar für einen zu opfern. Einen adeligen Magus Hunter konnte ich zusammen mit jemand anderen auch ausschalten, wobei ich mit meiner Sniper-Waffe viel Vorarbeit geleistet habe. Und natürlich habe ich mich bei der Werft auch für die Sache vom letzten Mal mehr als gerecht. Und Mann, war ich fies gewesen, als ich den einen beim Hochkommen abgeballert habe. Aber reden wir wirklich nicht mehr darüber, was letztes Mal war. Ich bin jetzt sehr viel besser als damals. Einen Gegner, den ich bis heute noch nicht verstanden habe, ist der Crawler Rogue, weil das so eine Art leuchtende Kugel ist, die springen kann. Da es dazu aber kaum Infos gibt, wird für mich dieser Gegner ein Mysterium bleiben. Ansonsten hat sich nichts weiter groß verändert, außer dass beim Zerstören der EO-Kristalle, anstatt dass der Kreis sich immer wieder auffüllt, abhängig davon wie sehr in der EO-Kristall ist, wird dieser nur noch einmal gefüllt und man kann anhand der Farbe sogar auch erkennen, wie wertvoll die Stücke sein werden. Und was ich beim letzten Video auch bezüglich des Soundtracks nicht sagen konnte, weil es auch erst danach bekannt wurde, die Soundtracks stammen alle aus dem Original Soundtrack des Animes Synduality Noir. Das hatte ich, als ich das erfahren hatte, ehrlich nicht erwartet. Aber ist schon nice, dass auch Soundtracks aus dem Anime mit dem Spiel enthalten sind. Jetzt fehlt mir nur noch der Song Departures. Aber mehr gibt es auch nicht mehr zu der Beta zu sagen. Es war auf jeden Fall eine tolle Beta und ironischerweise kommt dieses Video jetzt genau in der Zeit, wo der Open Network Test stattfindet. Das war jetzt aber ehrlich nicht so geplant gewesen. Naja, egal. Aber ich hoffe, ich konnte einige von euch von diesem Spiel überzeugen und vielleicht sieht man sich ja auch mal beim Beta-Test, wobei das nur für die Xbox-Spieler gilt. Allen anderen wünsche ich auch viel Spaß bei der offenen Beta und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao!